Hallo ihr Lieben, hier ist der Björn und ich muss jetzt mal die Kamera auf den Höhe bringen. Heute gibt es mein erstes wirklich vegetarisches Rezept. Ich habe nach vegetarischem Rezept gegoogelt. Theoretisch hätte ich einfach eins meiner Gerichte ohne Fleisch machen können, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen und ihr könnt schon mal einen Daumen nach oben gehen, denn das supportet mich und zeigt mir auf jeden Fall mehr solcher leckeren Videos. Gut, es ist jetzt das erste vegetarische Rezept. Also ich habe schon öfter mit Gemüse gekocht, aber das ist mal wirklich rein ein vegetarisches Rezept, was ich gesucht habe. Die Sachen, die ich dafür eingekauft habe, oder das, was in dem Rezept drin stand, das habe ich da stehen zum Stücken, sind 2 Zucchinis. Dann habe ich hier eine Aubergine, den Namen vergessen. Jetzt stand da eine rote Paprikaschote. Ich habe noch 2 von denen hier übrig. Die sind zwar schon so ein bisschen datschig, aber das ist nicht schlimm. Dazu sollte man dann noch nehmen eine Knoblauchknolle. Die muss ich gerade holen. Da brauche ich, glaube ich, nicht die ganze. Knoblauch kennt ihr ja. 2 Zwiebeln. Da nehme ich meine Lieblingszwiebeln. Lieber eine große Gemüsezwiebel mit Werbung drauf. Sehr gut. Dann haben wir hier noch um die 300 Gramm Kirschtomaten. Schauen die nicht schön aus? Da liegen auch noch welche. Und Feta. Da habe ich jetzt so ein Bio-Feta genommen. Keine Ahnung. Ich hoffe, damit tut man was Gutes. Gut, dann haben wir noch Salz, Pfeffer, ja, Olivenöl und die Kräuter, die ich vergessen habe zu kaufen. Ich nehme aber meine fertige Kräutermischung, die ich mir extra letztes Mal geholt habe hier. Gut, das sind die Sachen, die wir brauchen. Achso, und noch, was da stand hier, 450 Gramm junge Kartoffeln. Ich hoffe, das sind jetzt junge Kartoffeln. Ich weiß es nicht. Das war das Einzige, was ich so gefunden habe, wo nicht drauf stand irgendwie was weiß ich, frische Kartoffeln. Ich dachte, frisch muss ja jung sein. Gut. Zubereitung. Wir sollen Aubergine und die Zucchinis putzen, waschen und quer in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in Achtel schneiden, Knoblauch von den äußeren Hüllenblättern befreien und halbieren. Paprika halbieren, entkernen, längs in Streifen schneiden, Kirschtomaten vorsichtig waschen, abtropfen, gründlich waschen, bla bla bla. Okay, gut. Da braucht ihr jetzt nicht zu schauen, wie ich das hier schneide. Dann sehen wir gleich das fertige Ergebnis. Das ist doch viel schöner. Okay, sind wir wieder. Ihr seht das schon, meine Backform. Ich habe jetzt fleißig geschnibbelt. Kartoffeln 450 Gramm, Fleisch habe ich 500. Ich hoffe, man hört übrigens die depperte Spülmaschine nicht. So, ich habe es mal ausgemacht. Das doofe Ding. Halbe Stunde Programm und es dauert dreiviertel Stunde. So, die Kartoffeln habe ich jetzt mal schön halbiert. Zwiebeln habe ich geachtelt. Das sind schon jetzt gute Stücke. Paprika längst geschnitten. Dann stand da bei den Zucchini und bei den wie heißt es denn hier? Auberginen. Es spricht man so aus. Ich habe noch nie Auberginen gegessen, falls ihr es nicht wusstet. Lustiger Fun-Fact. Ich mag die eigentlich gar nicht. Bin mal gespannt, wie die mir so schmecken. Und quer in Scheiben schneiden. Ich habe es jetzt so geschnitten. Ich hoffe, das ist quer in Scheiben. Und ja, wie man sieht, bei mir gibt es noch, wie man in Bayern sagt, gescheite Stücke. Dann habe ich noch Knoblauch gemacht. Man sollte da irgendwie so ein ganzes Ding nehmen. Aber ich habe jetzt nur 2 Knoblauchzehen genommen. Ich werde jetzt hier nicht so ein ganzes Knoblauchteil da reinhauen. Ich muss morgen noch zu Kunden. So, dann haben wir alles fertig. Jetzt steht hier drauf, wir sollen die Auberginen in die großen Auflaufformen oder in einem tiefen Backblech verteilen. Gut, das klingt nicht so schwer. Ihr könnt übrigens mal reinschreiben. Mache ich das jetzt vielleicht zu ordentlich? Vielleicht sollte man etwas kreativer sein. Ihr könnt übrigens mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet. Ich nutze jetzt das Handy als Kamera, da das Handy nicht so viel wiegt wie meine Sony-Kamera. Mit der fällt es immer gerne um, das Objektiv. Super, dann passt es gar nicht. Oh nein, habe ich zu wenig Auberginen? Hier ist noch ein Stück. Oh, schade. So, verteilen. Paprikastreifen, Zucchinischeiben, Kartoffeln, alles drauf verteilen. Gut, dann machen wir mal völlig ohne Sinn und Verstand einfach mal ein bisschen drauf hier, dass hier was liegt, dass das gut ausschaut. Also ich bin echt mal gespannt, so vegetarisch kochen. Klar, wenn ich mal Gemüse oder sowas mache und kein Fleisch dabei, ist das auch vegetarisch, aber es ist natürlich immer noch was anderes, wenn man direkt mal ein vegetarisches Gericht sucht und das dann auch zubereitet. So. Haben wir schon mal. Jetzt hauen wir mal die ganze Kartoffeldinger drauf. Bin ich mal gespannt. Vielleicht hätte ich das doch ein bisschen mischen sollen. Jetzt schaut das nicht so schön aus. Ich mache einfach so mit der Hand so ein bisschen Wischiwaschi. Wischiwaschi ist immer gut. Ist wie beim Putzen, ne?
Nee, ist natürlich nicht gut. Genau wie die Leute, die mit einem Wischeimer putzen, anstatt mit einem zweiten, wo man das dreckige Wasser drin ausbringt. Wird dann immer sauberer. So, das ist ja gescheites Stück hier. Daumen, oder? Daumendick. Gut, dann Paprika oben drauf. Ich muss auch noch die Tomaten drauf, oder? Steht das da? Tomaten auch noch. Oh. Oh. Das wird ja schon alles ein bisschen knapp. Wichtig ist, da wird den Knoblauch schon mal probieren, ein bisschen zu verteilen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Oh je. Ob ihr... Aber es stand da so. Ich glaube, das ist dann nur für den Geschmack, hoffe ich. Ob ihr auch mal spezielle vegetarische Gerichte kocht. Oder wie ihr allgemein kocht. Oder viele essen ja noch normal. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Die Tomaten. Und die haue ich jetzt... Das ist ja doof, das muss man alles abfriemeln. Die haue ich da jetzt mit drauf. Das ist natürlich das, was am längsten Zeit kostet. Diese grünen Dinger abfriemeln. Und währenddessen seht ihr mal bei der nächsten Maus, oder wie hieß es damals immer, bei Sendung mit der Maus. Nach der nächsten Maus geht es dann weiter. So. Jetzt haben wir es doch schon fast. Ich hau da alle Tomaten drauf. Ich esse gerne diese Tomaten. Man muss natürlich gucken. Diese Cherry-Tomaten, die sind noch voll mit Zucker. Das sind noch einzelne. Die hauen wir da jetzt noch mit drauf. Okay, die haben wir jetzt noch über. Egal. Das, was übrig bleibt, das nehme ich mit auf der Arbeit, denn mein Handschuhfach hat eine Klimaanlage drin, beziehungsweise das kann ich runterkühlen. Das ist super praktisch. Gerade wenn man im Außendienst arbeitet und was Gesundes unterwegs essen will. Ich habe übrigens heute das erste Mal überlegt, muss ich sagen, weil sonst isst man ja immer irgendwie mal eine Leberkassemmel, eine Wurstsemmel oder sowas. Und das habe ich ja, kann ich ja jetzt alles gar nicht, beziehungsweise möchte ich ja auch nicht. Dann habe ich kurz überlegt, Mensch, was sind denn dann so Sachen, die du dann jetzt isst? So, ganz neues Leben. Gut, das haben wir jetzt fertig. Jetzt sollen wir das Öl darüber träufeln. Ich muss mir mal kurz mal die Hände putzen. Und das Öl waren ja 5 Esslöffel. Träufel ich mal darüber. Bin ich mal gespannt. Ich finde das schon recht wenig für die Menge. So, ich hoffe, das ist Träufeln. Dann haben wir hier nochmal. Es kann sich ja nur um Jahrzehnte handeln mit diesem kleinen Teil hier vorne dran. Keine Ahnung. Dieses Jahr geht es auch in den Italienurlaub. Da würde ich auf jeden Fall Olivenöl und sowas mitnehmen. Und frische Pesto. Oder ich mache mal selber frische Pesto. Wenn ihr da ein frisches Pesto-Rezept habt, schreibt mir das mal. Dann haue ich das auch mal in meinen Mixer, der sonst nur traurig rumsteht, außer ich mache mal einen Smoothie oder so ein schöne gefrorene Bananen. Schön im Sommer als Eisersatz. Gut, das haben wir jetzt auch fertig. Jetzt noch Salz, Pfeffer, Thymian würzen und Öl darüber träufeln. Ja gut, ich habe kein Thymian gekauft. Ich knall dann da meine Fertigkräuter rüber. Erstmal natürlich ein bisschen Salz hier. So. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Und dann kommt natürlich noch rüber Pfeffer. So. Das ist griechisch. Jetzt überlege ich gerade, ob ich ein bisschen Chili drauf mache. Essen Griechen scharf? Ich weiß es nicht. Aber so ein bisschen könnte ich doch noch drauf machen. So einen kleinen Hauch. Ein kleiner Hauch geht immer. Ein bisschen Schärfe, das muss sein. Das ist gesund. So, und was war dann noch? Jetzt habe ich es vergessen. Wo habe ich denn meine Kräuter hin? Da hinten. Die ich letztes Mal extra geholt hatte für das andere Video. Weil ich da auch schon keine frischen Kräuter habe. Ich stand eben an der Kasse. Ich war im ersten Laden. Dann bin ich rübergegangen zum zweiten Laden. Und dann fiel mir auf, Mensch, jetzt brauchst du noch frischen Thymian. Ich hatte jetzt aber keine Lust, noch dann wieder reinzurennen. Ihr wisst, wie voll das abends im Supermarkt ist. So. Jawohl. Jetzt schaut das schon gut aus. Okay. Jetzt sind wir bei der Phase, dass mir eine Zwiebel runtergefallen ist, nicht draufgetreten bin. Sehr gut. Was sagt denn mein Tablet hier? Es wurde kein Backup gemacht. Ja gut. Vielleicht können wir da mal einloggen. Jawohl.
Gemüse im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft. Oh, ich habe es auf 220 vorgeheizt. Tun wir rein und dann 35 bis 45 Minuten. Okay, das heißt bei meinem Ofen 35 Minuten Maximum, sonst ist das wieder alles verkohlt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, das war jetzt gute 40 Minuten drin. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil es sehr heiß hoch geht, die Luft. Und ich nicht will, dass mein Handy verbrennt, deswegen gibt es nur ein halbes Ding. So, jetzt haben wir hier die 100 Gramm Feta. Und den soll ich dann da einfach raufbröseln. Das mache ich dann mal. Fangen wir erst hier hinten an. Bäh. Das ist ja eine Ölerei. Bin mal gespannt, was das dann so einen Geschmack nachher hat. Beziehungsweise, ob das überhaupt noch was schmeckt. Da ich ja nur 2 Knoblauchzehen genommen habe, anstatt so eine ganze Knoblauchknolle. So. Und dann ist es auch schon fertig und wir können es auf den Teller tun. Für euch heißt das dann schon mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann lasst da doch mal einen Daumen nach oben da. So. Das wir auch alles mit drauf kriegen, schön. Ich habe noch Peperoni gehabt. Oh, die hätte ich noch reinmachen können. So, und fürs Bild noch ein bisschen Feta oben drauf. Schaut das lecker aus? Ja, auf jeden Fall. Das schaut richtig lecker aus. So, und dann wechseln wir mal die Kameras. So, da ist es. Jetzt muss ich mal gucken. Da. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.